Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind ein letztes Mal zusammen in Griechenland unterwegs. Ein letztes Mal auf der Kalkidiki auf dem ersten Finger Kassandra und heute laufen wir eine kleine Runde beim Kap Paliuri. Ein Stück an der Küste entlang und ein Stück durchs Hinterland. Allein schon der Weg hierher war etwas abenteuerlich, von daher wird das bestimmt eine gute Tour. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so wird, bleibt dran. Und wir schauen es uns gemeinsam an. Der Start unserer letzten Kalkidiki-Wanderung war an einem kleinen Fischerhafen an der Kapelle Agios Nikolaos. Bevor es aber richtig losging, schauten wir uns natürlich die Kapelle an. Dann ging es aber endlich los. Einmal rund um den Fischerhafen und ab ins Hinterland. Hier seht ihr übrigens den Parkplatz samt unseres Mietwagens. Gleich von Beginn an wusste die Tour zu überzeugen. Vom Fischerhafen aus ging es zunächst gemütlich am Strand entlang und an einem Campingplatz vorbei. Aber keine Angst, es blieb nicht so eben, die Tour hatte einige Höhenmeter zu bieten. Und was haben wir hier? Eine Betonstele. Wenn das mal nichts für Anne. Nee, heute war ich mal dran. Okay, einigen wir uns darauf, ich überlasse derartige Darbietungen künftig besser doch wieder Anne. Nach dem anfänglich so malerischen Strand wanderten wir nun an der schroffen Steilküste des Kaps entlang. Landschaftlich macht das echt was her. Und vor allem, so macht Wandern richtig Spaß. Weniger spaßig war allerdings Tobis Idee, eine in Komoot ersichtliche Abkürzung zu nehmen. Hier sind wir schon auf der Abkürzung, aber seht selbst, wo uns das hinführte. kam natürlich, wie es kommen musste. Ab einem gewissen Punkt ging es dann einfach nicht mehr weiter. Also
den ganzen spaßigen Teil wieder zurück. Ich kann euch sagen, wir waren richtig froh, wieder auf breitem Weg angekommen zu sein. An dieser Stelle machten wir nochmals einen Abstecher. Dieser war im Gegensatz zu meiner Abkürzung aber geplant und dem Wanderführer entsprechend markiert. Kleiner Wermutstropfen, es ging bergab, zu einem Aussichtspunkt. Was das für den Rückweg bedeutet, wisst ihr ja. Genau, alles wieder hoch. Aber der Abstecher war sehr lohnend und wir lernten eine spannende Variante der griechischen Pausenbänke kennen. Tobi auf der Bank. Auf dem Bänkchen. Das ist aber eine. Das ist eine Holzlatte, die sie auf 2 Steine gelegt haben. Ja, sieht aus wie eine Bank. Kann auch als solche benutzt werden. Und da ist der offene Ozean. Wieder oben angekommen, ging es durch Olivenhaine und wie sollte es auch anders sein, auch hier war die Olivenernte, wie schon andernorts auf Chalkidiki, in vollem Gange. Der wortwörtliche Höhepunkt der Tour war dann auch bald erreicht. Und hier hatten wir ein letztes Mal einen schönen Blick auf den Berg Athos. Wobei, ein wenig diesig war es dann doch. Aber egal. Auf breitem Weg und vorbei an der ein oder anderen verlassenen Hütte ging es nun wieder zurück zu unserem Startpunkt. Genießen wir noch ein wenig zusammen die schöne Landschaft. Unsere heutige Tour liegt ganz am Ende von der Halbinsel Kassandra, dem ersten Finger von Chalkidiki. Von der Kapelle Agios Nikolaos ging es zunächst am Strand entlang und hoch zum Ende von Kassandra, bevor es dann zu 2 schönen Aussichtspunkten ging. Der Rückweg zur Kapelle verlief dann vornehmlich durch Olivenhaine. Ja, da haben wir es geschafft. Das war unsere letzte Wanderung auf der Chalkidiki.
Und es war ein sehr schöner Abschluss für unsere Zeit hier, die wir auf Chalkidiki hatten, weil diese Wanderung eine schöne Zusammenschau geliefert hat von allem, was Griechenland hier so schön zu bieten hat. Also wir hatten Strand, wir hatten Steilküste, wir hatten ganz viele Olivenhaine und vor allem auch alte Olivenhaine. Aussichten natürlich satt wieder. Ja, Wegführung war soweit auch okay. Das meiste ging über breitere Pfade, wobei die breiteren Pfade in Griechenland auch immer mal sehr felsig mit sehr viel Schotter versehen sind. Wir hatten eine Passage dabei, selbst gewählt, mit schmalem Pfad. Da wollten wir abkürzen. Habt ihr ja gesehen, es war wenig erfolgreich. Wir steckten dann irgendwo im Gestrüpp fest und mussten wieder retour. Ja, ansonsten, wie es die Anne gesagt hat, super Tour, die Aussichten top. Man hat auch wieder den Berg Athos gesehen. Ja, das gefällt mir immer sehr gut. Ja, Und was auch sehr, sehr schön war, man kann hier von diesem Aussichtspunkt aus, weil man ja ganz außen auf der Cassandra dann ist, kann man so richtig schön die Enden der 3 Finger im Prinzip. Wir sind ja auf dem ersten, die dann anderen kann man zwei. den zweiten und den dritten kann man auch sehen, wo die fertig sind. Und man kann natürlich, wenn man sich ein bisschen dreht, dann aufs offene Meer hinausschauen. Also das war jetzt War- ein schöner Abschluss, ja. War sehr schön gewesen. Gut, und dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal wieder von uns. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns in Griechenland zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf unserer nächsten Tour wieder.